Auch heute heiße ich wieder alle Car-System- und Open-Car-Freunde ganz herzlich willkommen bei Kuvenau. Schön, dass ihr dieses Video wieder angeklickt habt. In dem heutigen Video zeige ich dir zwei Varianten, wie du relativ einfach die Vorwiderstandsstärke für deine LEDs berechnen kannst oder ermitteln kannst, wenn deine LED quasi nicht mit der vollen Leistung betrieben werden soll. Weiterhin zeige ich dir eine ganz einfache Methode, wie du mit so einem Multimeter deine Polarität der Phototransistoren ermitteln kannst. Bevor wir allerdings loslegen, solltest du noch kurz unten rechts, also da irgendwo da unten, unter dem Video auf den Abo-Button klicken und die Glocke aktivieren, damit du kein Video von mir mehr verpasst. Und jetzt legen wir los. Solange wir jetzt nur Grundbeleuchtungen anschließen, also heißt sowas wie jetzt die Rücklichter, die Bremslichter, die Blinker etc. pp., brauchen wir uns natürlich wenig Gedanken machen, wo schließen wir die jetzt hier am Decoder an, weil da gibt es ja fertig vorbelegte Anschlusspads. Ja, die Rücklichter kann ich halt mal nur da anschließen. Anders da sieht es jetzt bei unseren Sonderfunktionen aus, die wir ja an dem Fahrzeug haben, wie meine Nebelscheinwerfer, meine Fernlichter, meine Innenraumbeleuchtung und die Positionslichter. Das hier, beziehungsweise ja, die Seitenmarkierungsleuchten. Das sind ja alles, sage ich jetzt mal, Sonderfunktionen und die kommen ja nicht hier an diese normalen Grundbeleuchtungsanschlüsse. Deshalb gibt es ja an dem Car-Decoder jetzt hier mehrere Lichtausgänge und jetzt muss ich mir halt einfach mal überlegen, ja, an welche Lichtausgänge belege ich denn jetzt da damit, mit den Funktionen. Ich meine, in der Regel fange ich halt einfach an mit dem Licht 1 Ausgang und bastel mich dann halt so rum, bis halt alle Lichtausgänge belegt sind. Und so machen wir das jetzt auch an dem Fahrzeug. Ich werde jetzt die ersten LEDs hier an dem Licht 1 Ausgang anfangen und mich dann hier einfach so rumarbeiten. Und bei mir, sage ich mal, das ist halt irgendwie so eine Angewohnheit von mir. Ich sage immer, ich lege alles von einer Seite rein. Das heißt, ich lege jetzt die Leitungen nicht hier außen rum, sondern ich lege die auch jetzt hier unten entlang und fahre dann die von der Seite auf. Das habe ich mir halt einfach so angewöhnt, dass ich sage, ich komme immer von einer Seite an den Decoder und ja, das behalte ich jetzt einfach auch immer so bei. Natürlich könnt ihr das auch ruhig anders machen. Ja, ist dann kein Fehler. Ich kann nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Da gibt es eigentlich kein richtig und falsch. Es muss halt jeder für sich wieder selbst entscheiden, wie er die Drähte am Ende an die Ausgänge, an die Funktionsausgänge legt. Von der Belegung her werde ich es jetzt so machen, dass Licht 1 meine Nebelschlussleuchten geben, Licht 2 werden meine Fernlichter geben, Licht 3 die Positionsleuchten und Licht 4 wird die Fahrerhausbeleuchtung werden. Sowohl die Fernlichter wie auch die Nebelscheinwerfer werden direkt am Decoder ohne einen zusätzlichen Vorwiderstand angeschlossen. Daher mache ich das jetzt mal kurz und dann sehen wir uns wieder. Nebelleuchten und Fernleuchten sind jetzt drauf und jetzt kommt was Neues. Und zwar haben wir ja bisher, sage ich mal, die bisherigen Lampen oder ja, Funktionen, die wir angeschlossen haben, ob das jetzt Blinker, Rücklicht, bla 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 war, haben wir ja immer den Draht direkt auf den Decoder gelötet, ohne irgendwie jetzt da einen Widerstand vorne dran zu bauen. Das liegt einfach daran, dass, sage ich mal, auf dem Decoder bereits Widerstände verbaut sind, die quasi so groß sind, dass wir die LEDs direkt anschließen können. Jetzt haben wir ja aber das Thema zum Beispiel Positionsleuchten bzw. auch die Innenraumbeleuchtung. Und hier ist es ja so, wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel das hier anschließe. So. Das ist ja unsere Innenraumbeleuchtung. Und ja, wenn ich die jetzt mit voller Leistung betreiben würde, ja, und mache jetzt hier einfach mal das Licht aus, dann seht ihr schon, dann ist es ja mega hell da drin.
Ja, und so hell, sag ich mal, ist es im Keimfahrzeuginnenraum, wenn das Licht angeht. Deshalb müssen wir da jetzt quasi noch ein bisschen Selbsthand anlegen und müssen jetzt einfach gucken, sag ich mal, wie hell darf die Lampe sein, was fließt dann für einen Strom, was habe ich für eine Spannung und was brauche ich da für einen Widerstand dafür. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Um das jetzt zu ermitteln, habe ich jetzt einfach mal mein Multimeter im Ampere-Messbereich, im Milliampere-Messbereich hier zwischen reingeschleift, weil eben, sag ich mal, der Stromverbrauch von der LED jetzt so gering ist, das zeigt mein Labornetzgerät gar nicht mehr an. So, und jetzt sehen wir, aktuell verbraucht die LED 3,7 Milliampere und ist immer noch mega hell. Ja, zumal wir hier jetzt ja ich auch noch große Beleuchtung habe. Und so hell will ich es ja gar nicht haben. Deshalb drehe ich jetzt an meinem Labornetzgerät die Spannung einfach mal weiter herunter. Gerade für solche Zwecke ist so ein Labornetzgerät mega praktisch. Und jetzt gucke ich mir das mal wieder an und sage, ja, die Beleuchtungsstärke, die kommt schon eher hin, hier innen drin. Wobei ich sage, die könnte fast noch ein bisschen hell sein. Mir würde es sogar schon so reichen. Ja, also das sage ich, die Beleuchtungsleistung, naja, man könnte doch wieder ein bisschen hochdrehen. Machen wir es einfach so. Ist zwar jetzt ein bisschen heller, aber das sieht noch gut aus. Jetzt holen wir mal unsere Tafel bei. Leider könnt ihr das momentan nicht sehen, aber mein Labornetzgerät zeigt 2,6 Volt an. Bedeutet also, die LED braucht 2,6 Volt. Und hier auf dem Multimeter stehen jetzt 0,925 Milliampere. Ja, da nehmen wir jetzt einfach mal die 0,9 Milliampere. Und jetzt brauchen wir halt mal wieder das ohmische Gesetz, was da heißt, U ist gleich R mal I. Beziehungsweise, da wir ja den Widerstand und nicht die Spannung haben wollen, müssen wir das Ganze umstellen. Dann heißt die Formel R ist gleich U durch I. Ja, und jetzt denkt man, na, dann setze ich alles ein und rechne das aus und gut ist. Aber halt! So einfach ist es dann leider doch nicht. Denn die 2,6 Volt benötigt ja schon unsere LED. Deshalb müssen wir jetzt erst die Differenzspannung zwischen unserer Decoderspannung, die da wäre 3,3 Volt, und unseren 2,6 Volt LED-Spannung. Ich nenne die Differenzspannung jetzt einfach mal U-Delta und diese errechnet sich aus U-Decoder minus U-LED. Und da ich ein fauler Mensch bin, setze ich das jetzt alles gleich noch in die ohmsche Formel ein und dann rechnen wir das Ganze mal aus. Dann heißt unsere Formel jetzt 3,3 Volt minus 2,6 Volt durch 0,0009 Ampere. Ja, ihr habt eben nicht richtig gehört. Die Zahl ist so klein, denn 1 Ampere hat 1000 Milliampere und wir sind ja hier noch kleiner wie 1 Milliampere. Daher hat unsere Zahl 3 Nullen. Jetzt noch alles schnell in den Taschenrechner gehämmert und dann kommt da raus 777,78 Ohm. Ja, machen wir es rund. 778 Ohm. Und wie ich euch bereits weiter vorne in dem Video schon erzählt habe, sind ja auf dem Decoder schon Vorwiderstände verbaut. Diesen Wert, der 100 Ohm beträgt, müssen wir jetzt natürlich noch von unseren 778 Ohm abziehen und bekommen dann ein Ergebnis von 678 Ohm. Und wer sich etwas mit Widerstandsreihen und so weiter auskennt, wird jetzt ganz schnell merken, blöd, so einen Widerstand, den gibt's nicht. Darum verwenden wir den nächstgelegenen Widerstand in dieser Reihe und das ist der 680 Ohm Widerstand. Und den werden wir jetzt verbauen. Wem das mit der ganzen Rechnerei hin und her jetzt alles zu viel war und sagt, das will ich einfach gar nicht machen, wobei ich das immer noch die beste Lösung finde, der kann natürlich das auch so machen, dass er, sag ich mal, indem er halt hier, sag ich mal, eine Spannung anlegt, die der Decoder-Spannung entspricht, also diesen 3,3 Volt, die kommt dann entweder aus einem Labornetzgerät oder halt hier aus so einem stabilisierten Netzteil.
Ja, wo sie herkommt, ist dann egal. Aber jedenfalls, der kann natürlich auch das hier anlegen und kann dann hier auf so einem Steckbrett, sag ich mal, unterschiedliche Widerstandswerte testen. Ja? Man muss sich halt dann, sag ich mal, von einer Widerstandreihe, von der E12, E24, wie sie auch immer heißt, muss man sich dann halt mal alle Widerstandswerte kaufen. Und ja, dann muss man halt hergehen und muss halt die unterschiedlichen Widerstandswerte durchprobieren. Ja, das ist die andere Variante, die geht natürlich genauso. Ja, ihr seht, die LED brennt hier jetzt genauso. Ich habe jetzt hier einmal meinen 100 Ohm Widerstand drin, der auf dem Decoder verbaut ist. Und hier jetzt mein 680 Ohm Widerstand. Und wenn ich jetzt den, sage ich mal, einfach mal brücke hier, ja, dann sieht man ja auch, dass die LED dann wieder heller wird. Also, oder ich mache halt hier statt dem 680 Ohm Widerstand, mache ich jetzt mal einen 6,8 Kilo Ohm Widerstand rein. Ja. Und dann seht ihr, die ist ganz, ganz dunkel. Also die Variante funktioniert natürlich auch. Ja. Also, wie gesagt, am Ende muss es halt jeder für sich entscheiden, was für ihn die einfachere, bessere Variante ist. Ich finde halt die andere, die erst gezeigte Variante, wesentlich einfacher. Ja, da brauche ich nicht 1000 Widerstände auszuprobieren, sondern ich gucke halt, was hat meine LED für eine Spannung, was fließt für den Strom und rechne mir dann schnell mal den Widerstand aus. Und ich verwende da eigentlich immer die 0603er Widerstände, denn die kann ich jetzt hier nach vorne dran löten und das funktioniert dann einwandfrei. Und den kann ich jetzt quasi hier davor löten und an den Widerstand kommt dann quasi mein Draht von der LED. Natürlich müssen wir auch hier wieder, bevor wir den Widerstand anlöten können, das Anschlusspad am Decoder und eine Seite des Widerstandes vorverzinnen. Der Widerstand wird selbstverständlich wieder mit der Pinzette gegriffen. Aufgrund der besseren Zugänglichkeit drehe ich jetzt mein Fahrzeug mal kurz um. Und jetzt löte ich halt einfach den Widerstand an dem Anschlusspad an. Zugegeben, es ist nicht einfach, aber ja, mit ein bisschen Übung kriegt man das schon ganz gut hin. So wie in diesem Falle jetzt. Ja, noch ein kleines bisschen korrigieren, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Bevor man jetzt den Draht an den Widerstand anlöten kann, muss natürlich auch die andere Seite des Widerstandes verzinnt werden. Dabei sollte man halt aufpassen, dass man da nicht zu lange drauf bleibt, denn sonst läuft man Gefahr, dass sich der Widerstand wieder am Anschlusspad löst. Natürlich wird auch dieser Draht, wie sollte es anders sein, wieder schön säuberlich verlegt, danach abgeschnitten und verzinnt und am Widerstand angelötet. Brauche ich euch aber, glaube ich, jetzt nicht mehr zeigen. So viel zu dem Thema Innenraumbeleuchtung. Die Positionsleuchten oben werden jetzt natürlich nach der gleichen Vorgehensweise angeschlossen. Nur, naja, die sind wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke dunkler. Deshalb werden wir da noch eine geringere Spannung und noch einen viel, viel kleineren Strom haben. Hier jetzt nochmal ein paar Bilder. Ich habe da jetzt wirklich dann die Spannung wieder ganz, ganz runter gedreht, damit es wirkt, dass die gerade noch so leicht, ich meine, die sollen ja nicht leuchten wie ein Christbaum, ja. Von daher, und wenn ihr jetzt mal guckt, ja, das sieht so gut aus, bisschen heller nochmal oder ne, ein bisschen runter. Ja, so finde ich das gut. Und wenn wir jetzt mal aufs Multimeter gucken, dann ist der Stromverbrauch nochmal eine ganze Ecke weniger wie eben bei der Innenraumbeleuchtung. Unterm Strich kamen dann bei der Ausrechnung ganze 16 Kiloohm raus. Bei Widerstandswerten in dieser Größenordnung kann man natürlich jetzt die 100 Ohm, die da auf dem Decoder verbaut sind, locker vernachlässigen. Weil ob da jetzt 16 Kiloohm oder 16,1 Kiloohm drin sind, das macht dann den Kohl nicht fett. Allerdings, wie immer, haben wir das Problem, dass es 16 Kiloohm nicht gibt. Was machen wir? Es gibt einmal 15, es gibt einmal 18 Kiloohm. Also ich habe mich letzten Endes dann für die 15 Kiloohm entschieden. Ja, das fand ich einfach so den besseren Wert wie die 18 Kiloohm.
Der Anschluss ist natürlich jetzt wieder genauso wie eben bei der Innenraumbeleuchtung. Von daher brauche ich euch das jetzt nicht extra nochmal zeigen. Bei den Seitenmarkierungsleuchten werde ich jetzt erstmal keinen Vorwiderstand, also keinen zusätzlichen Vorwiderstand verbauen. Den lege ich jetzt mal direkt an einen Lichteingang und ja, werde dann später mal gucken, ob ich da irgendwie doch noch einen Widerstand vorne dran schalten muss, dass die nicht so hell werden. Hier jetzt ein kleines Update. Was habe ich jetzt alles gemacht? Ich habe zum einen hier diesen Programmieranschluss an den Decoder dran gelegt. Dann habe ich sowohl den Licht 5 Anschluss wie auch diesen Stop-In Anschluss habe ich beide an den Decoder gelegt, also von dieser Power-Off-Platine hier unten an den Decoder gelegt. Und was ich auch gleich noch gemacht habe, ohne euch jetzt explizit zu zeigen, weil es da einfach nichts Neues gibt, ist zum einen der Plus-Anschluss vom Power-Off-Modul zum Decoder, den habe ich hierher gemacht. Und quasi den Masseanschluss vom Decoder habe ich auch gleich gemacht. Und für beide Leitungen, sowie den Plus- als auch den Masseanschluss, habe ich 0,3 mm starken Kupferlackdraht verwendet. Auch hier ist es wieder so, dass, sage ich mal, rechnerisch mit Sicherheit 0,1 mm Drähte reichen würden. Aber hier fließt der ganze Strom vom Fahrzeug drüber. Und ja, da gehe ich halt wirklich auf Nummer sicher. Da kann immer mal ein Kurzschluss passieren. Und deshalb gehe ich da auf Nummer sicher und nehme hier halt einen relativ großen Durchmesser. Genauso habe ich jetzt auch gleich die Plusversorgung für die ganzen LEDs, der hier auf dem Pluspunkt war, habe ich hier auf meinen Decoder angeschlossen. Da bin ich jetzt halt auch wieder so außen rum gefahren. Und jetzt haben wir eigentlich bloß noch zwei Sachen offen. Das ist einmal unsere Leitung von der Abstandssteuerung, von den Phototransistoren hier vorne und unseren Fahrzeugmotor. Die zwei Sachen müssen wir jetzt noch am Decoder anschließen und dann ist unser Fahrzeug komplett verkabelt. Schließen wir als erstes mal den Fahrmotor an. Hierzu haben wir am Decoder die zwei Anschlusspads mit Engine Plus und Engine Minus. Und jetzt müssen wir halt einfach nur gucken, mit welcher Anschlussbelegung unser Fahrzeug vorwärts fährt. Und dazu, ja, wenn wir jetzt schon wundern, verwende ich natürlich jetzt wieder mal mein Labornetzgerät und an dem Anschluss, wo ich jetzt die rote Klemme anschließe, das ist dann mein Engine Plus und die andere mein Engine Minus. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Ich hänge mal hier an den weißen mein Plus dran und hänge hier mal an den schwarzen meinen schwarzen, also mein Minus dran. Und dann sehen wir, das Fahrzeug fährt vorwärts. Heißt also, mein weißer ist Engine Plus und mein schwarzer ist Engine Minus. Und da gehe ich jetzt, sage ich mal, einfach so her, dass ich hier, sage ich mal, so ein bisschen Luft noch lasse in dem ganzen. Ansonsten schneide ich das Teil hier ab. Und den weißen, den kann ich im Prinzip auch hier abschneiden. So. Jetzt muss ich natürlich die zwei Drähte hier abisolieren wieder, ne? Weil ohne Abisolieren kann ich sie schlecht anlöten. Dazu nehme ich jetzt hier meinen Seitenschneider, meinen kleinen, weil mit egal welcher Abisolierzange die Drähte sind einfach so kurz, da komme ich einfach nicht hin. Und was ich auch dazu nehme, ist meine Pinzette. Und jetzt gehe ich einfach her und halte mit der Pinzette meinen Draht, so sage ich mal so 2-3 mm unter einem Ende fest. Und dann gehe ich einfach mal mit meinem Seitenschneider so ein bisschen außen rum und dann ziehe ich den einfach ab und schon ist mein Draht abisoliert. Da muss man halt wirklich, jetzt sage ich mal, auch aufpassen. Ja, also man muss halt mit dem Seitenschneider das wirklich mit Gefühl machen. Ja, darf man nicht festdrücken wie ein Weltmeister, sondern gerade so ein kleines bisschen andrücken und dann halt ziehen. Ja, es ist eine reine Gefühlssache. Ja, und Übungssache. Da gibt es jetzt kein Allheilmittel. Und hier jetzt vielleicht auch nochmal, das ist halt auch wirklich, sage ich mal, der große Unterschied zwischen dem K-Decoder V3 und dem V5. Ja, weil
Ich hole mal kurz den Schaltplan vom V3 hier drüber. Haben wir beim V3-Decoder zum Beispiel hier noch eine externe Schutzdiode verbauen müssen und so weiter, ne? Oder halt jetzt hier auch diese Widerstände für die Lastregelung, ja, brauchen wir das beim V5 alles nicht mehr. Weil der V5 hat auch diese Diode, diese externe Diode, die ist auch hier schon integriert, ja. Und auch die Lastregelung und alles. Das ist alles auf dem Decoder integriert. Da brauche ich mich gar nicht mehr drum zu kümmern. Ich muss bloß noch hier meine beiden Drähte vom Motor nehmen und hier anlöten. Fertig. Und das finde ich jetzt wirklich schon eine super Sache. Weil gerade das andere war halt auch immer wieder sehr, sehr aufwendig, das nachträglich noch dran zu bauen. Und daher ist der Decoder V5 wirklich schon eine klasse Weiterentwicklung. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, sage ich mal, diese beiden Leitungen von den Phototransistoren vorne, die müssen natürlich jetzt auch noch an den Decoder, und zwar kommen die hierher, an die zwei Pins. Und ja, ich werde jetzt mal bis dahin verlegen. Und ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. Bei diesen beiden Leitungen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr da schaut, dass ihr so weit wie es geht von den Motorsteuerleitungen entfernt bleibt. Denn diese erzeugen hochfrequente Schwingungen und diese beeinflussen unsere Abstandssteuerung negativ. Ja, jetzt sieht man halt auch nochmal den Vorteil, wenn ich die Drähte hier verdrill, dann weiß ich nämlich gleich, welche beiden Leitungen gehören eigentlich zu jedem Phototransistor. Weil ich weiß jetzt genau, die zwei gehören zusammen und ich weiß, die zwei gehören zusammen. So. Was uns jetzt noch fehlt, ist, wir müssen die hier drauflegen und hier sehen wir auch wieder, wir haben einmal hier Photo Plus und einmal Photo Minus. Und hier sehen wir jetzt auch wieder das Schaltbild von den Phototransistoren mit diesem grünen Strich. Und dann sehen wir zum Beispiel, Photo Plus ist die Seite, wo quasi dem grünen Strich zugewandt ist. Und wer damals aufgepasst hat, wo ich die montiert habe, meine zugewandte Seite sind die kürzeren Drähte. Und jetzt erkenne ich hier sofort, was ist hier länger und was ist hier kürzer. Aber wenn ihr das mal nicht so gemacht habt oder jetzt aus Versehen das Teil irgendwo abgeschnitten habt, möchte ich euch jetzt trotzdem noch einen Trick zeigen, wie ihr herausfinden könnt, welcher jetzt mein Photo Plus und welcher mein Photo Minus ist. Alles, was ihr dafür braucht, ist so ein Multimeter. Und ja, da müsst ihr mal gucken. Manche, die funktionieren hier nur im Diodentestmodus und manche funktionieren auch im Widerstandsmodus. Bei mir, das hat jetzt nur hier im Diodentestmodus funktioniert. Und dann müsst ihr einfach nur beide Enden von eurem Phototransistor an jeweils eine Klemme von euren Messleitungen anschließen. Jetzt nehmt ihr einfach so eine handelsübliche Taschenlampe, schaltet die ein und beleuchtet damit euren Phototransistor. Und wenn ihr den richtig angeschlossen habt, dann wird euer Messgerät ausschlagen. Das Ganze machen wir jetzt mal. Ich schalte mal die Taschenlampe ein und ihr seht, ich halte den an den Phototransistor und mein Messgerät ist von Overload auf einen Wert gegangen und danach halt wieder zurück, so wie ihr das hier seht. Machen wir einfach mal noch die Gegenprobe. Ich drehe mal kurz die beiden Drähte um und dann machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Und siehe da, jetzt schlägt mein Messgerät gar nicht mehr aus. Von daher weiß ich jetzt genau, das ist nicht die richtige Richtung dann. Und so könnt ihr halt auf eine ganz einfache Art und Weise herausfinden, wie rum eure Phototransistoren richtig gepolt sind. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht diese Variante, wie ich das mit lang und kurz gemacht habt, ja, oder halt einfach vielleicht auch die Drähte aus Versehen abgeschnitten habt, dann könnt ihr halt so immer noch herausfinden, welche die richtige Polarität ist. Jetzt aber noch ein paar Tipps und Tricks zum Anschließen der Drähte für die Phototransistoren. Natürlich ist jetzt meine Verdrillung viel zu lang, sodass ich jetzt erstmal hergehe und die Drähte wieder ein Stück weit, wie sagt man da, entdrille. Als erstes werde ich Photo Plus anschließen. Deshalb suche ich mir jetzt aus dem ersten Phototransistor den kürzeren Draht heraus, lasse den da und den nicht benötigten Draht biege ich erstmal weg, dass mir der nicht mehr in die Quere kommt. Das gleiche Prozedere mache ich natürlich auch für den zweiten Phototransistor. Und bevor ich jetzt die beiden Drähte einzeln auflege,
nehme ich jeweils den kürzeren Draht von beiden Phototransistoren und verdrille die miteinander. Denn jeder, der schon mal versucht hat, zwei einzelne Drähte auf eines dieser Lötpads am Decoder anzuschließen, der weiß, warum ich das mache. Das ist nämlich hier ein Ding der Unmöglichkeit. Und so, wenn ich die miteinander verdrillt habe und die dann verziehen, dann ist es im Endeffekt wie ein Draht und ich kann die auf einmal anlöten und ja, spare mir einen Haufen Arbeit. Wichtig ist, dass ihr, bevor ihr die Drähte kürzt, beide Drähte erst verzinnt. Dann könnt ihr einfach den Seitenschneider nehmen und schneidet die Drähte oberhalb der Verzinnung einfach ab. Und jetzt, ja, müssen wir sie halt einfach noch auf das entsprechende Pad vom Decoder löten. Brauche ich euch jetzt aber, glaube ich, eher nicht zu zeigen. Die gleiche Vorgehensweise müssen wir danach natürlich noch für den Photominus machen. Ja, Leute, ich kann es noch gar nicht glauben. Das Auto ist fertig. Es folgt also die Erstinbetriebnahme. Für die Erstinbetriebnahme, also für den ersten Funktionstest sozusagen, ja, werde ich jetzt nicht gleich den Akku verwenden. Deshalb stelle ich das Thema Akku noch mal ein Stück zurück, sondern ich gehe da immer her und nehme da mein Labornetzgerät, stelle da die Strombegrenzung auf so 50 bis 100 Milliampere ein und lege dann quasi erstmal über die Ladespiegel die Spannung an, so an die 4 Volt, und schalte dann das Fahrzeug zum ersten Mal ein. Jetzt wird sich jeder fragen, warum jetzt der Aufwand, warum muss ich das jetzt so machen? Machen muss ich das gar nicht. Ich kann natürlich hier auch gleich meinen Akku drauflegen, kann das Fahrzeug einschalten und kann es mit dem Akku betreiben. Der Vorteil ist halt mit dieser Methode, mit dem Labornetzgerät, dass ich, wie gesagt, eine Strombegrenzung drin habe, und sollte ich hier drauf irgendwo einen Kurzschluss gebaut haben, was immer mal passieren kann, da schließe ich mich nicht aus. Ja? Wir haben ja so viele Drähte verlegt und. Es kann jederzeit passieren, dass wir hier einen Kurzschluss fabriziert haben. Und wenn ich halt dann das mit dem Labornetzgerät betreibe und habe eine Strombegrenzung drin, dann springt in einem Fall von einem Kurzschluss, würde ja ein hoher Strom fließen, springt da die Strombegrenzung an und schützt somit meinen Decoder. Beim Akku merke ich es halt dann erst, sage ich mal, wenn die Kiste raucht. Dann merke ich, oh Scheiße, war ein Kurzschluss. Folge ist aber, durch den Kurzschluss ist mein Decoder Schrott. So, mit der anderen Methode, mit dem Labornetzgerät, bleibt mein Decoder heil. Und ich erkenne es sofort, wenn ein Kurzschluss drauf ist. Deshalb mache ich bei jedem Fahrzeug eine Erstinbetriebnahme mit meinem Labornetzgerät mit eingestellter Strombegrenzung. Und genau so machen wir das jetzt auch. Ich habe jetzt auf meinem Labornetzteil, das ihr leider jetzt nicht sehen könnt, die Strombegrenzung ganz runter gedreht, dass da gerade noch maximal so 50 bis 100 Milliampere fließen, und habe die Spannung auf 4 Volt eingestellt. Damit ihr jetzt gleich sehen könnt, was hier mit dem Strom passiert, habe ich hier einfach mal mein Multimeter nebendran gelegt mit dem Strommessbereich, und da könnt ihr dann sehen, wenn da was passiert. So, jetzt schließe ich mal mein Fahrzeug an, und zwar ist das hier mein Plus und das hier ist mein Minus, diese Seite. So. Wir sehen können, hier fließt jetzt ganz wenig ganz wenig Strom. Ja, das kommt einfach daher, weil, wenn ich das jetzt so drehe, der Phototransistor schon leitend wird hier unten und quasi das Fahrzeug ein kleines bisschen Strom ja, durchlässt. Aber starten tut es immer noch nicht. Da müssten ja dann auch die Rückleuchten angehen. Und zum Aktivieren, weil wir ja Power Off drin haben, müssen wir das Fahrzeug ja erst aktivieren. Eingeschaltet ist es schon. Und zum Aktivieren nehme ich jetzt einfach mal eine handelsübliche Taschenlampe, und
gebe einfach mal hier unten Saft drauf. An den roten Rückleuchten können wir jetzt sehen, dass das Fahrzeug funktioniert und es zieht momentan ja so an die 26, 27 Milliampere. Und somit weiß ich jetzt, dass ich keinen größeren Bockmist gebaut habe und jetzt kann ich dann auch meinen Akku einbauen, weil jetzt kann eigentlich nichts Größeres mehr passieren. Da müsst ihr aber leider bis zum nächsten Video warten. Denn hätte ich das jetzt noch alles in das Video hier mit reingepackt, wäre die Länge einfach wieder zu lang geworden. Denn gerade auch beim Thema Akku gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. Zum Beispiel erkläre ich euch auch da drin, wieso der Akku indirekt unser Fahrverhalten von unserem Fahrzeug positiv oder negativ beeinflusst. Was da der Hintergrund ist, zeige ich euch dann im nächsten Video. Wie immer hoffe ich auch dieses Mal, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit. Bleibt oder werdet gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.